Ja, wenn ich schon in Köln bin, dann fahre ich natürlich auch immer sehr gerne ein paar Tage in die Eifel. Das wisst ihr vielleicht noch vom letzten Jahr. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut unge im Double die Wupp noch uns die Link. Ja, heute bin ich in Maria Laach. Das ist so eine schöne Touristenort. Da kann man, wie immer, was man in der Eifel am besten kann, ist wandern, wandern, wandern. Ja, und wenn man dann genug gewandert hat, kann man sich auch ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen, wie zum Beispiel hier das Kloster in Maria Laach. Die Benediktinerabtei Maria Laach litt traumhaft am Ufer des Laacher Sees in der Vulkaneifel und zählt zu den beeindruckendsten Orten der rheinischen Romanik. Gegründet 1093 ist die Hück nicht nur ein Platz für Gebet und Arbeit, sondern auch ein echtes Ausflugsziel. Rund 700.000 Besucher kommen jedes Jahr vorbei. Wir waren ein bisschen spät an dem Tag und haben die Öffnungszeiten vom Buch- und Kunstladen sowie die Gärtnerei verpasst. Aber dafür konnte man noch ein paar spannende Stücke aus der Kunstschmiede bestaunen. Wenn ihr euch ins fühlen wollt, als wäre ihr im Mittelalter, dann ist Cochem an der Mosel genau der richtige Ort für euch. Die malerische Moselstadt Cochem ist mit ihrer mittelalterlichen Altstadt, der majestätischen Reichsburg und ihrer traumhaften Lage direkt an der Mosel ein echtes Postkartenmotiv. Enge Gassen, bunte Fachwerkhäuser und die grüne Umgebung laden zum Schlendern, Staunen und natürlich auch zum Einkehren ein. Kein Wunder, dass jedes Jahr rund 1,5 Millionen Besucher hierher kommen. Wie viele Orte entlang der Mosel wurde auch Cochem zunächst von den Kelten und später von den Römern besiedelt, bevor es im Jahr 886 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Hück kann man hier nicht nur entspannt an der Moselpromenade entlang spazieren, sondern die Stadt und ihre Umgebung auch bei einer gemütlichen Schifffahrt vom Wasser aus entdecken. Mosel, auch schön. Und wer lieber etwas höher hinaus möchte, der nimmt die Sesselbahn hinauf ob der Pinnerberg, benannt nach einem dort abgestürzten Schäfer. Oben angekommen
wird man mit einem herrlichen Blick über die Stadt und das Moseltal belohnt. Ich gehe jetzt in die Höhlen rein. Auf Wiedersehen, schöne Welt. Du schöne grüne Welt. Tschüss, Vögelchen. Ich weiß nicht, ob ich euch noch mal hören werde. Ja, mal los. Ich habe mich verlaufen in der Höhlen. Oh. Hier raus. Ganz loren. Nee. Hier ist der Wald zu eng. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der rausgeht. Man sieht ja nichts. Wo geht es denn hier so? Hey, da ist ein Licht. Da, ich sehe ein Licht. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder im Licht. Tag, liebe Welt, ich bin wieder da. Ja, das war jetzt natürlich Quatsch. Dunkel kann es zwar in den Trasshöhlen werden, aber an Ausgängen mangelt es nicht wirklich. Der Trass entstand beim Ausbruch des Lacher Seevulkans vor etwa 13.000 Jahren und wurde später als Baumaterial für den Hausbau abgebaut. Zurückgeblieben sind die Höhlen. Der heutige Schluchten- und Höhlenweg zählt zu den vielen wunderschönen Traumpfaden der Eifel. Das sind Wanderwege, die ihrem Namen alle Ehre machen. Die führen durch die vulkanische Vergangenheit der Region, vorbei an historischen Burgen und Schlössern, mit immer wieder weiten, herrlichen Ausblicken in der Landschaft und durch ursprüngliche Natur. Und mit ein bisschen Glück erlebt man unterwegs so ja einen ganz märchenhaften Moment. Hier gibt's Elfen. Hört das? Hier war das mit der Musik. Ich habe nicht genau gehört. Ja, die Elfen, die kann man ja nicht so leicht sehen, ne? Die verstecken sich ja Dreck. Oh, ich hätte zu jenen sein gesehen. Die vermeintliche Elfe, ja, entpuppte sich als älterer Herr, der auf seiner Wanderung ganz spontan singt Flöte aus der Tasche zog und ein kleines Liedchen spielte. Tja, kein Fabelwesen, aber trotzdem ein zauberhafter Moment.
Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt eingebettet in sanfte Hügel und Weinberge. Eine Landschaft, die schon die Römer zu schätzen wussten. Davon erzählen noch heute archäologische Funde. So richtig in Schwung kam der Ort allerdings 1856, als die Heilquellen entdeckt wurden. 3 Dörfer wuchsen zusammen und wurden zum eleganten Kurort Bad Neuenahr. Zusammen mit dem historischen Stadtteil Ahrweiler verbindet die Stadt charmante Bäderarchitektur mit gemütlicher Ahrpromenade, Weinbergen und jede Menge Genuss. Im Juli 2021 wurde Bad Neuenahr-Ahrweiler von einer verheerenden Flut schwer getroffen. Die Ahr trat dramatisch über die Ufer. Viele Menschen verloren ihr Leben und große Teile der Stadt wurden zerstört. Doch man zeigte Mut und begann mit beeindruckender Kraft und Zusammenhalt der Weg zurück in das Leben zu gehen. Der Wiederaufbau ist noch nicht vollkommen. Der Kurpark wird neu gestaltet, die Ahr naturnah und hochwassersicher umgebaut. Ja, es braucht zig Geduld und Kraft, aber überall spürt man, diese Stadt schaut mit Zuversicht nach vorne. Ja, jetzt bin ich am Rolandsbohren. Da hat man eine herrliche Aussicht auf den Rhein. Siebengebirge, ich kann den Drachenfels sehen. Schön ist das hier. Für die Heimfahrt haben wir uns richtig zick gelassen. Zuerst ging es auf eine kleine Wanderung zum Rolandsbohren, dem letzten Überbleibsel der Burg Rolandseck nach einem Erdbeben. Und dann eine an der Ring für ein Päuschen mit Blick auf die Drachenburg. Ach, einfach herrlich. Ja, und einen Stop haben wir natürlich noch gemacht, bevor es endgültig nach Hause ging. Haribo macht Kinder froh. Und Erwachsene ebenso. Ja, Luc. Ja, bevor ich nach Hause fahre, haben wir beim Haribo-Laden noch angehalten. Schauen wir uns, was das alte Nasche geht hier. Hier werden deine Kindheitsträume wahr. Das Haribo-Bärchen. So, das war es hier von der Eifel für das Jahr. So ein paar Tage Urlaub hier lohnen sich wirklich. Es ist immer wieder schön. Kalorien, Leute, Kalorien.